Stell dir Folgendes vor. Stell dir vor, dein Vater kann mit einer App jeden Schritt kontrollieren, den du tust. Du darfst nicht alleine verreisen, du darfst nicht fortgehen, geschweige denn entschließen, selbstständig ein Auto fahren zu wollen. Du bist erwachsen, dennoch hat er dich in der Hand. Für jede deiner Handlungen, für alles, was du tust, brauchst du seine Erlaubnis. Er wird vorherbestimmen, wen du heiratest, wie lange du studierst. Vom Moment deiner Geburt an ist er derjenige, der entscheidet, wie dein ganzes Leben verlaufen wird. Keiner wird dir helfen, wenn dich dein Vater misshandelt, wenn er dich schlägt oder vergewaltigt. Die Polizei wird draußen an der Tür stehen und sagen, dass es Familienangelegenheit ist. Stirbt dein Vater, sind deine Brüder die Herren über dein Leben. Wenn du heiratest, dein Ehemann. Wenn dein Ehemann stirbt, werden dir deine eigenen Söhne vorgezogen und dürfen über dein Leben bestimmen. Das hört sich nach einem Albtraum an? Für Frauen in Saudi-Arabien ist es die Realität. Noch vor wenigen Wochen war ich mit all dem nicht vertraut. Doch dann traf ich sie. Ein Mädchen namens Seven. Aus einer zufälligen Bekanntschaft im Internet wurde schnell eine dicke Freundschaft, die mich erst einfach der Freundschaftswillen begeisterte. Aber je mehr sie mir zögerlich anvertraute und ich von ihrer Situation erfuhr, desto mehr wollte ich nur noch eines: ihr aus ihrem Schmerz raushelfen. Sie ist im gleichen Alter wie ich, aber unsere Leben könnten unterschiedlicher nicht sein. Den Misshandlungen ihres Vaters ausgesetzt, dem frauenfeindlichen Gesetz der Scharia unterworfen, lebt sie zusätzlich in ständiger Angst davor, dass herauskommt, dass sie lesbisch ist. Denn Homosexualität ist in Saudi-Arabien eine Straftat. Auf die Strafen, von Peitschenschlägen in tausendfacher Ausführung, über Folter bis hin zur Todesstrafe stehen. Viele der körperlichen Bestrafungen enden mit dem Tod, andere im Gefängnis. Die aufgezählten Gründe, die Angst um ihr Leben und weil sie die Misshandlungen nicht mehr aushält, möchte sie die Flucht wagen. Nun fragt ihr euch vielleicht, warum steigt sie nicht einfach in ein Flugzeug und geht? Wie bereits erwähnt, werden alle Bewegungen der Frauen über eine App namens Absha vom jeweiligen Vater oder Vormund monitorisiert. Über alle wichtigen Dokumente, vor allem über den Pass der Frau, haben sie Kontrolle. Die Regierung hat die offiziellen Abläufe so konzipiert, dass nur der Vater oder der Ehemann einen Pass in Auftrag geben kann. Für alles wird immer zunächst nach der Erlaubnis eines Mannes gefragt. Die Frau ist aus diesem Prozess ausgeschlossen. Seven wollte von mir, dass ich euch vor allem eine Sache erzähle. Im Jahr 2019 hat die saudi-arabische Regierung ein Gesetz erlassen, das es Frauen offiziell erlaubt, bei Erreichen des 21. Lebensjahres alleine und ohne schriftliche Erlaubnis ihres Vaters zu verreisen. Sie wollte, dass ich euch sage, dass dieses Gesetz so konzipiert wurde, dass es nicht funktioniert. Denn zum Verreisen brauchen die Frauen ihren Pass. Sobald sie jedoch versuchen, einen zu beantragen, informieren die Behörden als erstes den Vater über die App Absha. Und selbst wenn sie es schaffen zu verreisen, stehen sie über den Pass und die App unter ständiger Beobachtung, da jede Bewegung im Ausland weiterhin an den Vater übermittelt wird, welcher wiederum einen Report an die Regierung übermittelt, sollte das Verhalten als verdächtig eingestuft werden. In diesem Fall wird man zurückgeholt, und zwar mit allen Mitteln. Auf eine Flucht reagiert die Regierung mit härtesten Konsequenzen. Daran, in andere zu verreisen, wirst du in den meisten Fällen von vornherein gehindert. Alles, was du tust, auch wenn du Misshandlung meldest oder Hilfe suchst, wird die Polizei und jede andere Behörde den jeweiligen Vater oder Ehemann darüber informieren, dass du das getan hast. Seven hat Zugang zum Internet, sieht, wie in anderen Ländern die Regierungen sind, hält die Misshandlungen nicht mehr aus und will trotz des furchtbar hohen Risikos fliehen. Sie hat einen ersten vorsichtigen Plan. Schon seit einem Jahr sammelt sie nun heimlich über einen PayPal-Account Geld für das Flugticket und für die Flucht. Sie will nicht zwangsverheiratet, vergewaltigt und eventuell gefoltert werden. Ihr jetziges Leben ist für sie schon unerträglich. Aber trotz allem möchte sie leben. Und das kann ich verstehen. Seit einigen Tagen recherchiere ich, wie ich ihr auf ihrer Flucht helfen kann. Ich suche nach Organisationen und Menschen, die die Regierung kennen und sie austricksen können.
Zum Schutz meiner Freundin Seven werde ich keine Details unserer Planentwürfe in diesem Video preisgeben. Aber ich will euch fragen, ob einer von euch helfen möchte. Im Anhang habe ich Artikel verlinkt, in welchem ihr nachlesen könnt, was Saudi-Arabien mit Homosexuellen öffentlich macht. Was hinter geschlossenen Türen mit Frauen passiert, egal ob sie lesbisch sind oder nicht, dringt nicht an die Außenwelt, außer die Betroffenen schaffen es zu fliehen und zu erzählen. Seven hat noch 2 Jahre, um zu fliehen, und ihr könnt ihr helfen. Oben findet ihr ihren PayPal, wenn ihr sie unterstützen möchtet, Geld zu sammeln. Davon abgesehen ist jede Recherchehilfe und Kontaktsuchen erwünscht. Ich bitte euch, mir mitzuteilen, wenn ihr von Organisationen und vor allem Ansprechpartnern wisst oder erfahrt, die uns weiterhelfen können. Und ich möchte euch dazu motivieren, euch mit diesem Thema nicht nur zu befassen, sondern euch dazu inspirieren, einen Teil dazu beizutragen, Menschenleben zu retten. Ich lade euch dazu ein Teil der Veränderung zu sein. Für jede Recherchearbeit bin ich dankbar und jeder Helfer ist willkommen. Ich hoffe, ihr seid dabei.